Kein Tourist. Nice. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oben auf dem Sonnendeck. Und wenn man etwas genauer hinschaut, sieht auch nicht jeder der Kalkfelsen aus wie der andere. So schaut es in Vietnam aus, wenn es mal regnet. Da fließt kein Wasser ab. Zuerst mal mit diesem kleinen Boot auf eine Insel zu einem Homestay. Auf dem Boot gibt es dann auch gleich noch Mittagessen. Das ist die Halong-Bucht, beziehungsweise die Bai Tu Long-Bucht. Und so sieht es aus. Kalkfelsen. Und so paddelt man sich durch die Bai Tu Long-Bucht. Hier ist es absolut leer von Touristen. Wir sind das einzige Boot hier. Das ist der Unterschied zur eigentlichen Halong-Bucht, weil dort tummeln sich wirklich hunderte von Booten und tausende von Touristen. Hunderte von Kajaks. Hier sind wir jetzt ganz alleine unterwegs. Mit einer Gruppe von gerade mal 12 Leuten. Das ist richtig schön. Auch nichts anderes als die normale Halong-Bucht, nur dass viel weniger los ist. Das ist auch ein Vorteil von Ethnic Travels, dass die halt auch Gegenden anfahren, wo nicht so viel los ist, nicht so dieses typische Touristenprogramm machen, sondern wirklich nachhaltig, dass man wirklich den Land auch kennenlernt. Mit diesen Kajaks konnten wir hier ganz alleine in dieser Bucht unsere Runden drehen. Wie sonst kein anderer Tourist, nur unsere kleine Gruppe. Wir liegen jetzt an irgendeiner verlassenen Insel an oder ein wenig besiedelten. Jetzt geht's mit dem Radl über die Insel. Erst zu einem Strand zum Schwimmen und dann weiter zu einem Homestay, wo wir übernachten. Ja, und hier sind eigentlich keine Touristen zumindest. Einige Einheimische, vielleicht Fischer und so weiter. Jetzt geht es ein bisschen querfeldein. Da sind ein paar Wasserbüffel am Grasen. Und jetzt geht es an den Strand zum Schwimmen. Xin chào. Where are you from? Germany. Germany. Germany, ja. Wow, nice. Kaum eine Menschenseele. Vielleicht ein paar Fischer. Nur Einheimische. Kein Tourist. Nice. Und ab ins Meer. So, da wir noch einiges an Zeit haben, dachte ich, ich gehe einfach eine Runde joggen am Meer, diesen leeren Strand. Am Ende vom Strand angekommen, jetzt geht es wieder zurück, irgendwo da hinten. Leider gibt es hier viele
zerbrochene Flaschen. Da muss man höllisch aufpassen beim Laufen. Da gibt es Krebse, die sind so mördermäßig schnell, die sind sandfarben, die erkennt man schwer. Da vorne, da läuft er jetzt. Schau nicht, wie schnell die sind, leck mich am Arsch. Wow, wow. Und da versteckt er sich im Loch. Nein, schafft er nicht. Jetzt buddelt er sich ein. Ja, man raselt hier mitten durch die Dörfer. Wenn hier überhaupt jemand Urlaub macht, dann sind es Einheimische. Da gab es auch irgendwo, wo ich lang gelaufen bin, ein Beach-Resort. Da waren eigentlich auch nur Einheimische unterwegs. Jo, und das war dann der nette Homestay. Schönes großes Zimmer für mich alleine. Und auch alles soweit recht sauber, ordentlich. Passt. Und gestern Abend haben wir dann selber noch unsere Frühlingsrollen gedreht und gegessen. Jetzt geht's mit dem Tuk-Tuk zurück zum Boot. Genau, das hier ist übrigens unser Tagesboot, mit dem wir auf zu der Insel gefahren sind, Homestay, da vollkommen abseits vom Tourismus. Hier stehen keine großen Hotels, hier sind nicht. Und jetzt geht's nochmal eine Runde Kajak fahren. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man die Piraten in der Badehose sehen. Hollari, hollaho. So, mit diesem schicken kleinen Boot geht es jetzt weiter in die Halong-Bucht. Und los geht es aus dem Hafen. So schaut die Kajüte aus. Kleines Bad, ist alles schon etwas älter, aber passt soweit. Oben auf dem Sonnendeck geht es jetzt Richtung irgendwo nach Long Bay, nochmal zum Kajak fahren. Dann ankern wir, übernachten, dann geht es auch wieder zurück in den Hafen. Und so schippern wir nun durch die ganzen Kalkfelsen hindurch, von denen es hier 2000 ungefähr gibt. Sieht so ein bisschen aus wie Fjordhütte. So, wir paddeln jetzt in eine Höhle. Kann man, glaube ich, in die Höhle reinpaddeln oder durchpaddeln. Im Kajak. So, hier werden wir einmal kurz stranden, dann in die Höhle gehen. So, und hier sind wir nun bei der Höhle, wo man auch ein bisschen reingehen kann. Und hier kann man jetzt noch in die Höhle reingehen. Muss man etwas hochklettern, bis man in die Höhle kommt. Geht hier nur ganz kurz durch die Höhle durch. Vielleicht 10 Meter. Eine schnucklige kleine Höhle mit einer
schönen Aussicht. Und wenn man etwas genauer hinschaut, sieht auch nicht jeder der Kalkfelsen aus wie der andere. Zum Beispiel hier mit dem kleinen Durchbruch. Zwischendrin auch wieder ein kleinerer. Wieder ein großer. Davor nochmal ein kleinerer. So, und hier liegen wir jetzt auf Anker und haben dann gleich Abendessen und verbringen hier auch die Nacht. Hier gibt es einen Felsen, da sieht der Durchbruch aus wie ein Kopf. Jetzt geht es gemütlich im Regen zurück in den Hafen. Man sieht, hier sind gerade wirklich sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe. Rings um uns herum überall Schiffe. So ist halt die Halong Bay. Der Halong Bay ist viel mehr los. So schaut es in Vietnam aus, wenn es mal regnet. Da fließt kein Wasser ab. Are you okay now? Yes. If I put my food. Hier ist so eine Familie. Mama, Papa, Sohn, Tochter. Alle auf dem Moped unterwegs. Heute ist Nationalfeiertag in Vietnam. Heute ist der September der 2., ein Sonntag. Und sie sind jetzt alle hier unterwegs mit Fahnen, mit Flaggen. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ich weiß nicht, warum die alle jetzt hier entlang fahren. Was die am Flughafen dann suchen. Überall, egal ob mit dem Moped, mit dem Auto. Da wird gefeiert. Ich weiß auch nicht, warum man ein halbes Dutzend Flaggen braucht.